Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr heute mir in das westliche Erzgebirge nach Hauptmannsgrün gefolgt seid. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei bei dieser gemeinsamen Runde. Als unseren Startpunkt wählen wir den idyllischen Mühlteich in Hauptmannsgrün, den ihr ja bereits von einer früheren Wanderung kennt. Wenn nicht, dann verlinke ich euch am Ende noch einmal diese Tour. Heute gehen wir jedoch in die andere Richtung, lassen den Teich im Rücken und ich für meinen Teil finde hier diese schöne offene Landschaft richtig schön. Diese verbreitet so viel Frieden und Ruhe, wobei die letzten bunten Herbsttage sowieso ein absoluter Höhepunkt sind. Nach knapp 100 Metern Straße erreichen wir diesen Waldweg und folgen zunächst der Ausschilderung Hundesportplatz mit der gelben Markierung und weiter geht es durch diese kleine Gartensiedlung, ehe uns der Wald aufnimmt. Markant ist sie schon, die Ruine des alten Forsthauses, aber zu entdecken gibt es auch nichts mehr. Also können wir getrost nach links abbiegen, behalten allerdings die gelbe Markierung bei, sehen aber bereits weiterführende Ziele für alle, denen diese Runde zu kurz ist, wie zum Beispiel Reichenbach. Wir überqueren den Raumbach, kommt er euch bekannt vor? Natürlich, diesen kennen wir ja auch schon. Und erreichen schließlich die Vogtsgrüner Straße. An dieser zum Glück wenig befahrenen Straße laufen wir wenige Meter und können bereits vorn in der Rechtskurve wieder nach links aufs Feld abbiegen. Dem Feldweg können wir nunmehr ein ganzes Stück entspannt folgen und die Seele baumeln lassen. Bekommen immer wieder schöne Blicke auf das offene Land geboten und nähern uns erneut Hauptmannsgrün auf Sichtweite, lassen aber selbiges links liegen und gehen langsam aber sicher höher, vorbei an den schönen Teichen, welche den Weg säumen. Und mit etwas Glück findet ihr auch Wanderbekleidung. Aber ohne Spaß, sagt selbst, auch wenn die Steigung nicht groß ist, die Aussicht wird doch immer höher gekommen, immer schöner. Beispielsweise in Richtung Vogtland und mit etwas Glück und Fernsicht weit hoch ins westliche Erzgebirge. Da kann man doch ins Träumen kommen, oder? Letztlich kommen wir am oberen Ende von Hauptmannsgrün an. Dass hier oben der Lieblingsplatz ist bei der Idylle eigentlich nicht verwunderlich. Und die nahe Burg Schönfels erhält hier auch eine schöne Würdigung. Ihr kennt Schönfels noch nicht? Jana hatte dort eine ihrer Yoga-Wanderungen vorgestellt. Sowohl diese Yoga-Wanderung als auch Schönfels sind sehr empfehlenswert. Die GPS-Daten für diese knapp 8 Kilometer lange Rundtour findet ihr wie immer unten in der Beschreibung zum Video. Ladet euch bei Bedarf diese bei AutoActive und Komoot herunter. Ganz unversehens sind wir auf der alten Poststraße in Richtung Reichenbach gelandet. Auch darüber haben wir bereits in einem früheren Video gesprochen, also spare ich mir an dieser Stelle eine Erklärung. Außerdem ist die Aussicht hier alle paar Meter anders schön, wie ich finde. Ein Stück gegangen bieten sich die schönen Aussichten in alle Richtungen. Hinunter nach Neumark bzw. weiter in Richtung Waldhaus, Kreiz und so weiter. Na, und auf der anderen Seite sehen wir wieder das Erzgebirge und Vogtland, welche versuchen sich immer wieder neu und anders schön zu präsentieren. Besonders prägend der Auersberg, höchster Berg im westlichen Erzgebirge. Irgendwann müssen wir uns jedoch entscheiden. Wer gerne noch weiter und länger laufen mag, der kann beispielsweise in Richtung Schwarze Katz, Oberreichenbach gehen und durchs Raumbachtal auf den Spuren der alten Rollbockbahn zurück. Alle, die nur einen kürzeren Bummel möchten, gehen jedoch nach unten zurück zum Mühlteich. Schließlich soll es heute nur eine kleine Runde sein und genießen den vielleicht letzten schönen Herbsttag in diesem Jahr.
Ihr seht es ja immer wieder, hier ist viel offenes Land, wodurch wir ja mit den schönen Anblicken verwöhnt werden. Aber der Nachteil: Im Sommer ist eine Kopfbettdeckung sicher ganz angebracht, und wenn es stürmisch ist, dann solltet ihr euch hier oben die Ohren gut festhalten, damit sie sich nicht selbstständig machen. Schließlich kommen wir immer tiefer hinunter ins Dorf, vorbei an jeder Menge Tiere. Und laufen zuletzt noch einige 100 Meter Straße und erreichen unseren Ausgangspunkt, den Mühlteich.